So, have fun. Hier ist euer Avoram zurück in Genshin Impact und ich bin nicht alleine. Zusammen mit mir ist mein Kumpel Arennos. Ich bin auch immer wieder dabei. Ja, und dieses Mal hat er seinen eigenen Platz, so dass wir seine Magic Heads spontan nicht sehen können, aber da arbeiten wir wieder dran. Wir setzen aktuell mehr auf Qualität. Die Kamera ist da übrigens. Oh, schade. Okay. Ja, schade. So, und hat jetzt seinen eigenen Arbeitsplatz. Wir steigern unsere Qualität hier mal Stück für Stück. Und wie ihr jetzt hier seht, einmal geht es wieder um eine neue Mission, nämlich Heimkehrdes Kranichs mit dem Wind, Bewunderer der Meeresdämmerung. OMG. Und da hatten wir letztes Mal einen Break gemacht, weil es jetzt hier nämlich in ein, ja, was ist das hier? Kannst du mir da helfen? Truppenstufe 49, ist das jetzt sowas wie ein Dungeon? Ich mach's mal einzeln. Ja, es ist sowas wie ein Dungeon, kurzer, da musst du halt dann rein, ein bisschen was machen und dann wieder raus. Ha, Mist, Geo brauche ich noch, ne? Stand da eben gerade. Passt schon. Ja, meinst du? Ich brauche kein Geo-Element für irgendwelche Tricks? Ja, ich meine, du kannst einen Geo-Charakter hinzufügen, wenn du möchtest, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ne, weil dann, sonst haben wir wieder das Problem. Ja, du kannst das auch direkt in dem Menü umändern. Wo jetzt? Wenn du nochmal kurz zurückgehst, Ja. F drückst, Welche Taste? F, F, ja. und dann halt da reingehst und dann kannst du das Layout deiner Charaktere ändern. Achso, gleich hier meinst du, ja? Ja. Okay, dann nehme ich Venti raus. Und mache dafür meinen Hauptcharakter. Die ist nämlich schon Stufe 50. Uniyoshi. Just what will we come across this time? Zur Geo-Statue nochmal gehen. Ich empfehle Lingwang. Okay. Lingwang. Da. Ja. Aber die ist aber Stufe 20. Aber ist ja egal. Ich muss die nicht unbedingt einsetzen. Understood. Okay, die ist jetzt drinne. Ja. Oh, dann sollte das passen. Herausforderung starten. Heilung habe ich. Das passt auch. What? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? War nicht viel Auswahl, ne? Jenny, was denkst du? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. So, okay. Jetzt sollen wir die Meeresdämmerung bewundern. Okay. Eine Ahnung, wie man das macht? Muss man da irgendwie rüberfliegen? Ja. Okay, dann Ja, du musst rüberlaufen eigentlich. ja, ich versuch's mal. Tatsächlich, kann man rüberlaufen. Over the clouds. Okay, da vorne ist schon ein böser Wicht. In Hillichul. Ha! Gehen ja weg wie nix, die Jungs. So, dann habe ich das jetzt hier sauber gemacht. Gucken wir mal. Ah, ich habe ein Sternchen gekriegt. Okay. Und da gibt es irgendwie Luft, Wind.
Okay. Dann mache ich die anderen auch nochmal klar, bevor ich dann... Nee, da gibt es doch einen Windzug, oder? Da muss man doch irgendwie wegkommen. Na gut, okay. Gehen wir erstmal auf die andere Seite, auf die nächste Seite. Hier drinnen liegt noch ein Schatz. Aber den können wir auch nicht öffnen. Okay, der Kern der Anordnung muss erstmal aktiviert werden. Einen haben wir. So, dann haben wir da oben wieder so ein Teilchen. Und das folgt uns jetzt und jetzt bringen wir es jetzt dahin. Okay. Haben wir den jetzt auch weg. Haben wir den nächsten Aufwind. Jetzt gibt es nur noch die Insel da oben. Okay. Kern der Anordnung ist... Ah, da kommt mit Sicherheit so ein fieser Boss wieder. Jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken, was hier passiert. Ah, jetzt sind wir im Aufwind drin. Endlich. Ich dachte schon, kommen wir gar nicht mehr rein. So, und jetzt hätte ich mir hier wahrscheinlich von da unten wieder... Ah, ne, da ist einer. Da ist einer. So, der ist da jetzt auch drin. Und jetzt darf ich was... Ah, jetzt ist es frei. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Get back! I'm going in! Es war kein Zeitlimit. Ja, aber schon nette Effekte. Dieser Kreis, diese Wolke, die da kommt, die macht jedes Mal Schaden. Ja, weit gehüpft. Wechseln wir mal. So. Go. Sacred name, fortune preserver. Ein bisschen Heilung. Wow. Und die Chen hier haben wir ja auch noch. Hey, kommt jetzt mal. Lass doch mal eine kleine hier in Ruhe. Guck mal, wie es jetzt geht. Was man der jetzt machen kann. Unleash! Manifest! Okay. Muss man den Kern irgendwie schlagen? Nee, kannst du nichts machen. Noch nicht. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Musst du zuhauen. Jetzt muss ich zuhauen. Und wahrscheinlich muss das Ganze mit unser Ningguang geschehen. Nein, eigentlich nicht. Du kannst mit dir draufschlagen. Zumindest kann ich jetzt Schaden machen. Give up. Ja, Grace, hast du auch schon draufgehauen und da hast du auch schon Schaden gemacht. Ah, tatsächlich. Ich hab bloß nicht drauf reagiert. Das hat mich ein bisschen gewundert. So, kurz vorm Eincrashen doch mal kurz die Flügel ausklappen. Was? Ihr habt doch vorher gehalten. Das war jetzt fies. Boah, wie soll ich denn da jetzt durchkommen? It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this Vor level allen Dingen dann, first. super.
Feuerwesen und dann habe ich nur, aber jetzt habe ich Chichi. Kann ich wenigstens ein bisschen Kälteschaden machen. Elementarschaden wäre jetzt gut. Nehmen wir mal die Chinchi nochmal. Unleash! Manifest! Obey! Do your master's bidding! Okay, der ist Geschichte. Halt, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und die da liegen, der ist den nächsten Kern. Okay. Oh, man kann die jetzt stapeln, sehe ich gerade, wenn man längere Zeit seine Fähigkeit nicht nutzt. Manche Charaktere haben mehrere Stapel. Ja, okay. Das sind aber nicht alle Charaktere. Okay, ich muss erstmal wechseln. Rise. Orders given. Orders received. Life goes on. Ah, das sind wahrscheinlich die neueren Charakteren, oder? Also von den alten hat wahrscheinlich auch keiner diese Fähigkeit geerbt. Ich glaube tatsächlich schon. Also, alte Charaktere haben das haben die schon. Zum Beispiel Ciao. Uiuiui. Mann, ey. Wiederbelebung, jawohl, okay. Wie habe ich jetzt wiederbelebt? Bin ich jetzt... aus so einer Beut raus, Alter, warum? Soll ich doch sagen? Fast. Go. Alter, geht's noch? Ja, ich hätte jetzt gerne Razor. Mein Razor! So. Aber theoretisch, wenn ich jetzt auf 1 gehe, dann kann ich doch... Ja, kann ich theoretisch, aber... Da irgendjemand Unwichtiges wieder. Ich glaube, da jetzt schon mal besser. So, und wenn jetzt... Okay. Ich habe doch jetzt 1 ausgewählt. So. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist heute nicht mein Tag, ne? Ich habe ihn noch gerade wiederbelebt und ist schon wieder tot. Oh. Rise.
Wheel of life, sacred name, fortune preserver. Life goes on. So, und jetzt 5. Mal ein bisschen hier. Unleash! Obey! Weg vom Fenster. Jetzt kommt wahrscheinlich diese andere Maschine. So, jetzt probier es nochmal. 7 Sekunden. So, jetzt hopp. Nein, ich will nicht die Sphäre verlassen. Meine Herren, meine Tasten heute. Ich will jetzt aber Razor beleben. So. Ich will nicht wieder Schaden machen in der nächsten Runde. Ich will jetzt lange warten muss. Meine. So, jetzt geht einer von diesen Droiden wieder online. So, jetzt erstmal We're wieder. gonna fall. This time we're really gonna fall. Und ich kann noch nicht mal. Doch, jetzt kann ich. Luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. So, dann Chichi. Und jetzt haben wir ein bisschen gleich wieder Heilpower. Aber okay, erstmal hier so ein Mini-Ding. Okay, da gehst du einfach dran vorbei. Ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes, oder? Faster. Something looks different. Aber hier brauche ich jetzt about jemand mit this stone wall. Erdkräften. Let's take a closer look. Echt? Okay, ich bin immer noch gespannt, warum jetzt unbedingt jemand mit Erdkräften dabei sein muss. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Okay, jetzt nochmal. Ist das sowas wie ein Rätsel? Weil jetzt kann ich jetzt hier zum Beispiel was drücken. Ist ein Rätsel. Danke. So, der geht's nicht weiter. Da dürfte der jetzt auch nicht weitergehen. Nee. Und da ist dann die nächste Kiste. Ich tippe mal, jetzt kommt es wieder zum Bosskampf. Jupp. Nass. Rise. Wheel of life. So, und jetzt nach... Ach Gott, das ist wieder einer von diesen Hexenmeistern hier jetzt nicht da. Wegen dem Einfrieren dachte ich schon. Wow. Let's light it up! Everybody stand back! Let's light it up!
Your life is mine. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das macht You will Schaden. regret this. So, jetzt gucken wir mal hier. Was cured? By ordinance Das divine. zweite Mal, ne? Alter Schwede, da gehen die aber richtig... Boah, das ist doch dieser Schaden. Opening box of Adepti tricks. I didn't feel that. Oh, da fällt mir auf, ich muss durch meine Charaktere noch mal ein bisschen aufpimpen. Ja. Blood pays blood. The victor has been decided. Oh, jetzt stecke ich in dieser Wurzel fest. Nee, ich hänge an diesem... Er ist vor meiner Nase eingefroren. Ich glaub's nicht. Der ist jetzt weg. Oh, da kommt noch eine dritte Runde Gegner. Sag ich doch. Boah, 2 von denen, ey, die hasse ich wie die Pest. Wenn die nicht mit ihren Rotationen anfangen, dann kannst du gar nichts machen, außer weglaufen. I kill you. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! That's gonna hurt in the morning! Ow! Oh. Rise. Wow. Unleash! Manifest! In your dreams! Genau, das ist jetzt diese Phase, wo du nur weglaufen kannst oder nimmst Schaden. Dann fangen die wie wild an zu rotieren und dann immer gleich 2 nacheinander. So, da muss jetzt der zweite gleich rauskommen. Ja, endlich. Unleash! Manifest! Cryo incarnate! Aber massiv Schaden. Unleash! Go. Sacred name. Fortune preserver. Oh. Let's light it up! Everybody stand back! Und beide weg. Jo, ne, bitte.
Und jetzt hoffentlich die letzte. Das müsste jetzt das Ende sein. Genau, da muss man wieder diesen... Ah, wer ist denn nochmal? Achilles? Seli. Genau, Seli. Nee, nochmal folgen. Sunset Vermilion Night? Dem folge ich jetzt nochmal ein bisschen. Ah ja, der setzt sich jetzt da im Prinzip in den Sockel ein und dann ist der Weg nach oben offen. Ja gut, okay. Also viele Rätsel gab es jetzt hier nicht. Und jetzt muss wahrscheinlich... Nö, der grüne Stein muss nicht kaputt gemacht werden. Is this the Sunset Vermilion Night? It's so huge. Tja, das Jahregemacht ist auch sehr groß. That's true, but then again, why isn't it floating? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Tja, die Meisterin von Shenhe ist... Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Paimon macht dir um dich keine Sorgen, Shenhe. Was? Paimon macht dir um dich Sorgen, Shenhe. Ah, okay. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the Prostrate. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? Herausforderung bestanden. Adepti super So, müssen wir strength jetzt much? noch rausgehen? We can't Gibt's eine slow Truhe? down yet. Gibt's eine Let's Truhe? go Ihr sollt mal meet at the mitnehmen. building site. Was Wichtiges dabei? Natürlich nicht. Oh, 5 Urgestein. Okay, das ist gut. So, und jetzt muss ich... Geh zur Baustelle. Okay, da können wir jetzt hochporten. Gibt es da irgendwo was in der Nähe? Ja. Zum Teleportationspunkt und dann gehen wir schnell hin und dann schließen wir das Ganze einmal ab. Und dann haben wir das heute auch wieder geschafft. Und dann sind wir bereit für die nächste Woche. Kriegt man Shenhe als Charakter? Also kriegt man sie gestellt mit Abschluss einer Mission oder muss man sie wieder ziehen? Man konnte sie ziehen, jetzt nicht mehr. Das ist schon ein bisschen zu spät. Ah, okay. Wie Arennos auch schon sagt, ich habe ja noch einiges nachzuholen, aber ich werde mit euch jetzt hier mal gemeinsam hier durch die einzelnen Abschnitte gehen.
Und sobald ich irgendwo Möglichkeit sehe, dann keine Story und einfach nur erkunden, dann würde ich das sozusagen oder euch machen. Oder ich überlege mal, ob ich dafür mal so einen Livestream mache. Aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Wenn wir mal in Abkürzung gehen und... Ah, da ist es schon. Da ist es. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhua, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an Adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? Geht es dir gut? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Seriously, don't punish yourself like this. Ja, da hat Payment noch ganz recht. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Okay, das gehört auch noch zu der Mission. Dann hoffe ich, dass es jetzt endlich beendet ist.
Entschuldigung. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Bis morgen. See you tomorrow. See you tomorrow in old freshness. Klassiker. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. Okay, da ist noch die Fürstin. Die ist aber hier über uns. Die wollen mit ihrer Mission irgendwie nicht richtig zum Ende kommen, ne? Aber das tun die niemals. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Es ist also die Wahrheit. What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival, but not so her.
That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Die Meisterin, von der Shenhe immer sprach, ist also... Indeed. It is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Na, wer kommt da? It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, damit haben wir das geschafft. Dieses Mal sind wir am Ende. Wir warten dann in der nächsten Folge bis morgens früh um 8 bis 12. Wir zeigen euch, wie man dann auch sozusagen die Zeit nach vorne stellt. Und ich würde dann einfach sagen, ja, vielen Dank, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Während Paimon hier noch ein paar Sätze loslässt. Von daher kann ich nur sagen, have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Und ich war nicht alleine, mit mir zusammen war wieder mein Kumpel
Ich. Sie nannten ihn Arennos. Ciao, ciao. Ciao.